Wir sind Nomaden. Wir sind frei. Zu Hause auf der Straße. Leben in der Natur. Zu viert in unserem VW-Bus T3. Die Welt ist ein Wunder. Ein Wunder, das wir mit all unseren Sinnen entdecken wollen. Zurzeit sind wir in Südamerika mit dem Ziel, den ganzen Kontinent zu bereisen. Kommt mit und steigt ein. Si no puedes decir sí, ¿quién puede decidir? Sin rodeos dice simplemente soy así. Si no nos lo notificas, el silencio sigue ahí. No simules ser sincero, reconoce, solo di que sí. No puedes decir sí, siquiera di que no. Si nos dices no conoceremos que es que no. Si no nos lo notificas, el silencio sigue ahí. No simules ser sincero, reconoce, dinos. Ja, voll cool. Wir wollten gerade losfahren zur Grenze und der kleine Ort hier heißt Cerro Castillo. Und heute ist Samstag und die machen Rodeo hier. Voll geil, total traditionell und guckt euch mal an, wie stolz die mit ihren traditionellen, wie sagt man, Outfits oder Kleidung, finde ich total cool. Also eindrucksvoll. Und wir versuchen gerade zu verstehen, wie die Regeln dieses Rodeos funktionieren. Es gab gerade einen Abzug, einen Punkt Abzug. Ja, das war ja cool, haben wir Glück gehabt. Haben wir geschlafen und haben schon gehört, dass da irgendwie jemand dauernd spricht. Wussten ja gar nicht, was es ist. Ich dachte, es ist eine Messe, wo man Kühe verkauft oder so. Weißt du? Nee, aber das war ein Rodeo. Unser erstes Live-Rodeo, was wir gesehen haben. Ich meine, die reiten hier nicht die Kälber und auch keine wilden Pferde, sondern deren Aufgabe war, die Kühe 3 Runden in diesem kleinen Kreis da als Runde zu treiben, und sobald der die Runde verlässt, gibt es Punktabzug. Wenn er die 3 Runden macht, gibt es einen Punkt. So weit haben wir es verstanden. Auf jeden Fall war das total cool, traditionell, eine geile Verabschiedung vom Süden Chiles. Und jetzt machen wir uns auf zur Grenze. Das ist hier direkt nebendran, also ich konnte es schon sehen. Müssen wir jetzt die chilenische Seite machen und dann sind es, ich glaube, 2-3 Kilometer durchs Niemandsland und dann kommt die argentinische Seite wieder mit der Einreise. Wir müssen ja immer einen relativen Haufen an Papieren vorweisen. Also wir haben die Einreise von den Hunden, Ausreise von den Hunden. Dann müssen wir unser Temporary Import machen, also sprich dieses Papier, dass wir das Auto temporär importiert haben, damit man braucht hier kein Carnet de Passage. Das braucht man in Südamerika nicht. Dafür hat man immer dieses Temporary Import. Das heißt, man reist ein, dann darf man 3 Monate touristisch oder auch 6 Monate mit dem Auto im Land bleiben und danach muss man das Land verlassen. Genau, das müssen wir jetzt alles machen. Das ist ein bisschen Papierkram. Ich denke, das geht mit Ein- und Auschecken bei beiden Grenzen vielleicht, es ist da nichts los. Wenn wir Glück haben, ist es eine halbe Stunde, wenn wir Pech haben, ist es eine Stunde, aber das ist ja auch nichts. So, und dann geht es nach Argentinien, nach El Calafate, und da freuen wir uns schon total drauf. Das ist am Largo Argentino, also an dem See, der den Fluss Santa Cruz speist. Und da waren wir ja vor 4 Wochen und haben dort an dem Fluss gestanden. Und jetzt gehen wir zum Ursprung. Ach, schön. Bevor wir jetzt aber zur Grenze fahren, gibt es erstmal wieder unsere Karte, damit ihr überhaupt wisst, wo wir sind. Wir sind hier in Cerro Castillo. Ja, das ist hier, warte mal, genau, so sieht man es besser. Hier, Cerro Castillo. Das ist hier kurz vor dem Grenzübergang oder am Grenzübergang. Und hier, wenn wir jetzt rüberfahren, und dann ist es Offroad, das sind nur so 20 Kilometer Offroad, dann kommt die Ruta 40, die ganz bekannte Ruta 40, das ist die Straßennummer 40, also mega bekannt hier. Und eine der schönsten Straßen der Welt ist es, die eben von Südargentinien bis Nordargentinien geht. So. Und dann werden wir hier die Ruta 40 fahren. Und die kann man jetzt hier abkürzen mit der 7, aber die ist auch wieder Offroad und es sind 70 Kilometer Gravel Road, das tun wir uns nicht an, wir fahren asphaltiert. Fahren dafür einfach mal das Doppelte und dann geht es hier lang
So, hier hoch. So, und dann geht's hier nach El Calafate. So, El Calafate ist unser Ziel sozusagen. Vielleicht machen wir noch eine Pause drin, aber da wollen wir hin. Weil dann geht's weiter hier die Straße lang zum Perito Moreno Gletscher. Das habe ich auch schon eingezeichnet. Da wollen wir hin. Das ist dieser bekannte Gletscher, den wir sehen wollen. Und der, ja, wo man direkt die Kante sehen kann, wo das ganze Eis abfällt, das haben wir echt Bock drauf. Da wollen wir hin und mal gucken, was wir heute schaffen. Also entweder machen wir hier noch einen Stopp in Esperanza oder wir fahren durch die Strecke. Das werden wir sehen. So, auf geht's. Ab über die Grenze, ab nach Argentinien. Ja, jetzt sind wir in Chile durch und es ist hier so gemacht, dass man danach erstmal nochmal 2 Kilometer durch Niemandsland fährt. Also der chilenische Part ist gemacht und jetzt kommt die Einreise nach Argentinien. What happened? The tire flat? Oh! Oh! So you opened a little bit and now we have to lift up. I help you or what do you do? Oh, no problem. Ich Deutsch, Sie Italiener. Ja, fett. Guck mal, ich habe kein Halstuch um. Und wisst ihr warum? Weil es das erste Mal warm ist. Es ist das erste Mal so warm. Also seit Wochen. Ja, wir haben, also jetzt hier sind schon 25, 30 Grad. Das ist echt voll schön, die Sonne scheint. Mann, ist das geil. Mann, sind wir froh, wieder in Argentinien zu sein. Unglaublich. Ja, und heute ist Waschtag. Weil hier ist eine Tankstelle mitten in der Pampa. Das heißt hier Esperanza, also die Hoffnung. Die letzte Hoffnung auf eine Dusche. Und ich werde heute mal das Projekt meines Bartes beenden. Wir hatten ja eigentlich, also ich habe gedacht, ich lasse das Ding wachsen, bis wir irgendwann in Alaska sind und ich dann aussehe wie Mr. Miyagi. Aber Alessandra ist davon nicht so überzeugt und meint, ich soll den irgendwie trimmen. Einen Barttrimmer habe ich nicht und dementsprechend kommt die Wolle heute ab. Ich meine, ich habe ja eh keinen Bartwuchs, insofern alles gut. Ich werde das Projekt meines Bartes also beenden. Ja. So ist das. Nee, auf jeden Fall gibt es hier höchstwahrscheinlich eine Dusche. Also Alessandra ist gerade am Abklären. Oh, und ich habe da so einen Bock drauf. Sich duschen, sich wieder fühlen wie ein Mensch und dann erstmal eine leckere Empanada, eine leckere argentinische Empanada, die nicht wie in Chile 5 € kostet. Ja, eine Minute später, die Hoffnung auf eine Dusche, die hat sich erledigt. Die haben hier keine. Schade. Na dann werden wir weiter stinken. Das ist jetzt noch nicht mehr weit, das sind 150 Kilometer bis El Calafate, wo wir jetzt hinfahren. Da ist dieser ganz bekannte Gletscher Perito Moreno. Und dort gibt es eine IPF-Tankstelle und dort können wir auf jeden Fall duschen. Also deswegen die 150 Kilometer halten wir jetzt auch aus. Hier im Dorf werden wir uns jetzt erstmal unbedingt was zu essen suchen. Also ich habe echt Bock. Die Hunde müssen auch was essen und Wilma isst ja nur überhaupt nichts mehr. Wir versuchen es jetzt einfach mit Fleisch-Empanadas und Menschenessen. Und vielleicht kriegen wir sie da noch mal ein bisschen animiert, irgendwas zu essen. Ansonsten sieht es einfach nur noch so aus. Wilmi! Wilmi! Hey Mausi-Paulchen, komm mal her. Guck mal da. Wilma! Also viel Reaktion ist da leider nicht mehr. Mali! Ja, feine Maus! So, jetzt haben wir einen Platz für Dusche gefunden. Wir haben uns einen Camping gesucht und der ist echt geil mit warmen Duschen. Das ist der absolute Knaller. Und heute gibt es was richtig Leckeres. Wir machen Ojo de Bife. Ojo de Bife, Rindfleisch. Ja, und zwar richtig dicke Stücken, hammerlecker. Wir haben eine Empfehlung bekommen, dass es hier das Beste sein soll.
Das hauen wir uns jetzt rein, da machen wir gar nichts mehr, den gehen wir schlafen, weil für heute reicht es. Wir sind so viel Auto gefahren, ich habe keinen Bock mehr. Gute Nacht. Ja, Alessandra hat ja nur entschieden, dass mein Badversuch beendet wird. Ist ja auch besser so. Aber bevor wir das Ganze beenden, werde ich es jetzt nochmal richtig schocken. Mit einem klassischen Olibar. Das ist ja wohl sowas von 80er. Già hai finito? Was ist los? Oh Gott! No baby, o barba completa o nada. Gefällt dir mein Schnurrbart nicht? ¿No te gusta mi Schnurrbart? No, solo este no. O completo o nada, quítatelo. Alles weg. Alles weg. Alles weg. Sie mag meinen Schnurrbart nicht. Guten Morgen. Es ist mal wieder total früh. Wie ihr seht, sehe ich total verschlafen aus. Wir haben es jetzt 6 Uhr und wir fahren Richtung Perito Moreno Gletscher. Das ist ja wieder so eine Touristenattraktion und dementsprechend werden da ab heute Morgen um 10 wieder Touristenbusse angekarrt. Und da wir das nicht wollen, fahren wir ein bisschen früher hin. Wenn wir Glück haben, müssten wir eigentlich noch vor 8 sozusagen am Gletscher sein. Um 8 Uhr macht es da auf und dann sind wir die Ersten und haben nicht diese Horden an Menschen. Horden an Menschen um uns rum. So, das sind jetzt noch Upsala. So, weiter. Das ist jetzt noch 1 Stunde Fahrt. Und ja, dann sind wir da, sind wir sehr gespannt. Das ist ja ein absolutes Highlight, dieser Gletscher, weil man den die ganze Zeit beim Kalben hören kann. Und es wohl ein unglaubliches Geräusch macht. Da sind wir sehr gespannt. Meine Lieben, heute mal was Neues. Ja. Wir haben unseren Bus stehen gelassen, weil wir durften mit den Hunden natürlich nicht in den Nationalpark. Und dementsprechend steht unser Bus jetzt am Eingang vom Park. Und wir haben total liebe, nette Leute gefunden, die uns mit ihrem Wohnmobil hier mitnehmen und die letzten 30 Kilometer bis zum Gletscher fahren, damit wir den noch sehen können, weil sonst hätten wir jetzt den Eintritt umsonst bezahlt und könnten gar nicht rein. Also, ja, wir sind gespannt, ob wir da ankommen, weil das Auto hier fällt auch fast auseinander. Aber scheißegal, Hauptsache, wir kommen zum Gletscher. We hope we can reach the glacier because we already stopped for one tire that maybe was flat, but not so good. Jetzt weiter. Also auf geht's. So, wir machen Zwangspause. Wir sind ja hier mit der Family, mit dem weißen Bus hier hinter uns unterwegs und sind noch 5 Kilometer bis zum Gletscher. Wir haben den auch schon gesehen, der sieht so beeindruckend aus, unglaublich. Also wirklich echt krass. Und hier ist so eine Station, wo man so Exkursionen machen kann, mit dem Boot rausfahren kann. Wollen wir aber nicht. Wir wollen jetzt einfach zu diesem Gletscher und von oben dann unseren Kram machen. Und ihr seht ja, wir sind schon wieder komplett eingepackt. Guck mal, wir sind es ist windig, 80 km/h Böen, obwohl die Sonne scheint. Aber der Wind, der ist echt kalt. Ja, der ist wirklich kalt. Ja, guck mal da. Das ist ja wohl richtig geil.
Wir sind jetzt hier noch so einen Weg direkt am Wasser lang gelaufen. Also ist auch easy zu laufen, super cooler Weg. Und der Gletscher hier vorne ist 70 Meter hoch. 70 Meter Eis. Ja, und an der Seite sind es 50. Und wir warten jetzt hier, dass irgendwann mal was runterfällt. Die Sonne scheint, das ist also gute Voraussetzung. Ja, und jetzt hoffen wir, dass hier mal so ein dickes Ding abkracht. Und was total cool ist, guckt euch das mal an, ich hoffe, dass man das sehen kann. Oh, ja, das kann man sehen. Guck mal, da sieht man, wie blau das ist. Ja, das ist total blau, das Eis. Das sieht total schön aus, ja. Also einzigartig. Und hier ist halt der ganze Gletscher. Mann, ist das ein fettes Ding. Ja, jetzt stehen wir schon eine ganze Weile hier und versuchen, so eine Abbruchstelle halt mal mitzukriegen. Man hört das die ganze Zeit, das rumort, also das knackt und bricht und hört sich so an, als ob man eine riesige Baumstämme zerbricht. Ja, total krass. Aber ihr seht ja, ich bin immer noch eingepackt wie in Sibirien. Es ist kalt. Wir haben 70 km/h Wind und die kommen vom Gletscher. Das ist schon richtig eisig. Naja, da müssen wir jetzt durch. Auf jeden Fall ist hier unten die Abbruchkante. Da. Und da warten wir jetzt drauf, dass da irgendwann mal was runterfällt. So, naja, wir gehen nach Hause. Wir laufen. Bis zum nächsten Parking Place. Genau, zum nächsten Parkplatz. Weil da können wir eher irgendwie den Hitchhiker hier, wie heißt das Hitchhiker, wie heißt denn das? Hacer el dedo. Genau, Hacer el dedo auf Spanisch und hier per Anhalter auf Deutsch. Per Anhalter, genau. Da können wir eher per Anhalter fahren, da finden wir wohl eher was. Also latschen wir da jetzt runter. So, und dann hoffen wir mal, dass wir ihn finden, der uns mitnimmt. Ja. Dass wir wieder zu Mali und Wilma kommen. So. Ja, voll cool. Tenemos super nette Leute. Nos han llevado. Wir haben echt super liebe Leute gefunden, die uns mitgenommen haben in dem T2 und der Bus war schon voll. Also hier sind schon 6 Leute drin, jetzt sind wir zu 8 und genau die Leute nehmen einen ja immer mit. Ja. Also uns sind wirklich an uns sind Autos vorbeigefahren, die komplett leer waren und moderne Fahrzeuge und Leute, die einfach echt Platz hätten und gemütlich fahren können. Aber nein, wer anhält, ist der T2, der schon mit 6 Leuten besetzt ist und jetzt sind wir hier echt zu 8 drin. Ja, geil. Auf jeden Fall Richtung Mali-Wilma, Richtung Eingang. Hoffen wir mal, dass es dem gut geht, aber gehen wir mal von aus, es ist heute nicht so warm. Es hat gepasst, hier im Auto zu lassen. Ja. Und wenn wir hier fertig sind, fahren wir weiter Richtung El Chaltén, weiter Richtung Norden. So, wir sind wieder in Calafate, war jetzt nicht weit von dem Gletscher, das war eine Stunde Autofahrt. Und ja, jetzt sind wir hier und Alessandra ist gerade in einer Ferreteria hier in so einem, wie heißt es, so das Baumarkt, genau, Ferreteria Baumarkt. Und kauft uns Gasflaschen. Wir haben ja den Benzinkocher nur geschrottet und kochen jetzt doch wieder mit Gas. Und es ist schier unglaublich. Also die Preise, also wir haben in Chile noch für 4 Dosen 6.800 Pesos bezahlt, also 6,80 € circa. Jetzt sind wir gestern im Supermarkt und da kostet die Dose 2,80 € eine. Also wären 4 Dosen ja schon über 10 im Gegensatz zu 6,80 €. Und jetzt gerade eben, also haben wir gedacht, die kaufen wir jetzt nicht so viele, weil die so teuer sind, waren wir hier in einem anderen Baumarkt und da will der Typ echt 5 € pro Dose haben. Muss ich mal vorstellen, was für eine Preisspanne. Von 6,80 € 4 Dosen, bei 5 € pro Dosen sind wir schon bei 20 €. Ja. Und alle begründen es mit der Inflation, die ja hier so wahnsinnig doll ist und wie soll ich sagen, das ist deren Begründung, aber daran kann es ja nicht liegen. Also ich glaube, es liegt daran, dass wir in El Calafate sind und hier ist halt komplett touristisch und irgendwie
haben die hier entdeckt, sie haben ja auch recht, die Touristen halt auszupressen. Und, aber in einer Art und Weise, also an Dreistigkeit nicht zu überbieten. Also wie gesagt, der Preis für das, oder wir waren doch gestern im Supermarkt und haben gesagt, also der Preis hier ist komplett, also ja 4-mal so teuer wie in Buenos Aires. Jetzt gehen wir mal von aus, ein bisschen die Inflation, dann wäre es vielleicht jetzt doppelt so teuer in 3 Monaten, aber nicht 4-mal so teuer. Ja, na gut, so ist es halt. Jetzt hoffen wir mal, dass wir da unsere Gasflaschen kriegen und dann sind wir auch eigentlich wieder unabhängig. Dann können wir losfahren, weiter Richtung Norden, El Chaltén, Fitzroy, da kommt einiges. Alessandra kommt. Und? Hast du sie bekommen? Nein, keine Gasflasche, aber Obst und Gemüse. Obst und Gemüse. Und billiger dann Supermarkt. Ah, schön. Wunderbar. Na denn, so fahren wir jetzt zum Supermarkt, zum Diaco und gucken danach Gas nochmal, ne? Warum ist das Supermarkt? Ja, Okay. schön. Also, ab zum Supermarkt, gucken wir danach Gas. Ma frutilla, Oh, 2.000 el medio Erdbeeren. kilo. En el supermercado eran 5.000 al kilo. Ja. Das ist wirklich günstig. Was anderes isst sie nicht mehr. Ja, mit dem Handfüttern, das macht überhaupt keinen Sinn. Also wir müssen endlich wissen, was die Wilma hat. Die hat keine Lebensfreude mehr, die hat keinen Bock mehr, die will überhaupt nichts mehr machen. Wenn sie nicht mehr isst, dann wird sie auch irgendwann leider sterben, weil ein Hund, der nicht isst, der hat ja auch keine Energie mehr, zumal ja ihr Problem ein Zuckerproblem ist. Das heißt, die hat ja zu wenig Blutzucker und wenn sie jetzt auch nicht mehr isst, naja, dann haben wir erstmal ein richtiges Problem. Das heißt, wir machen jetzt eine Planänderung. Wir brauchen Zivilisation, also einerseits wegen dem Arzt, wir brauchen einen vernünftigen Tierarzt, wir möchten wissen, was bei dem Hund los ist. Und zum anderen, egal wie traurig das jetzt ist, falls sie das nicht überlebt, dann wollen wir sie ja auch nicht in der Wüste liegen lassen. Also wir brauchen einen Ort, an dem ein Tierkrematorium ist, weil wir den Hund dann mitnehmen möchten. Vielleicht ist die Entscheidung so, wie soll ich sagen, total europäisch, total deutsch, total doof. Aber Alessandra ist mit mir einer Meinung, wir können das nicht, wir können den Hund nicht einfach hier in der Wüste vergraben. Dann kommt da als nächstes, irgendein Vieh an und frisst sie. Das kann ich einfach nicht, das geht nicht. Also, deswegen Planänderung. Wir haben jetzt ein bisschen rausgesucht. Der nächste Ort, der ein Tierkrematorium bietet und mir also wirklich eine gute Infrastruktur ist, Comodoro Rivadavia. Ich kann es nicht sagen, es wird noch öfter passieren, ich verspreche es euch. Comodoro Rivadavia. Das ist an der Ostküste, wir waren dort auch schon. Aber das ist jetzt von hier noch am allernächsten zu fahren. Das sind 700, 800 Kilometer. Das kriegen wir hin. Aber was wir nicht hinkriegen, ist jetzt nach Buenos Aires oder sonst was. Das schaffen wir jetzt nicht mit dem Hund und das wäre jetzt auch zu weit. Also der nächste Ort ist Comodoro Rivadavia. Da fahren wir hin. In die Richtung zumindest erstmal, die Ruta 40 hoch, also die Route 40 hoch und dann rüber zur 3, da ist dieser Ort. Für heute ist aber Schluss. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr uns begleitet. Wir sehen uns beim nächsten Mal und dann Richtung Norden. Ciao.